Hallo Leute, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir haben jetzt das letzte Mal, wollten schon nach Baldur's Gate reisen, aber hat ja nicht funktioniert. Weil wir ja so viel Blabla gemacht haben. Jetzt aber werden wir reisen und es war die letzte... Ja, Probe. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Das war richtig schön. Ja, und es gab eben diese Ansprache von der Dame Eileen von Nachtlied. Und das war die tollste Vertonung, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Bei einem Computerspiel. Punkt. Das ist der gute Gortasch. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Kethric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you. To split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Ja, das ist ja schön. Nur nicht so viel anziehen, da reicht auch der BH, ist okay. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Worms Aussichts.
Frag ich. Ernsthaft? Proceeding. Gerade nicht nutzen. Okay, jetzt sind wir in so einer Zwischenszene, wo die nicht mehr als ihre Unterhöschen da anhat. Dann passt's ja. Hier gilt. Ah, Shahira, wir finden uns quasi im Lager, oder? In den. Mal den magischen Spiegel, den konnten wir bis jetzt noch nicht. Curious. Pointless. Vielleicht ist er auch nicht für sie gedacht. Vielleicht ist er gedacht für, keine Ahnung, für Schattenherz, wenn sie an Zwiesprache hält mit ihrem anderen Ich. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf? Nein, nein, wer hat Gesprächsbedarf? Charakterbogen ist halt auch geil irgendwie, ja? Voll gut, ey. Ja, Leute, wer hat denn... Ich dachte, man sieht das immer angezeigt, wer der Gesprächsbedarf hat, aber hier hat auf jeden Fall keiner Gesprächsbedarf. Auch rübergehen, was ist mit dir, Kratzer? Auch kein Gesprächsbedarf. Worth examining. Ah, hier drüben. Astarion. Must speak. Arion, mein Kumpel, was The ist gate los? is closed, as is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. Gibt es weitere Anhaltspunkte? I think we should track down my fellow spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Okay. Naja. Wo könnten die anderen Brutlinge sein? Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Gruppe, hast du was zu sagen noch? Die mag ich auch. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. Ja. By killing him. Ja. You set him free. You set Aelin free. And me. Ja. Zwischen Eilen und euch ist wohl viel geschehen. Was genau? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Ah, gute Frage. Also es ist so, wenn man jünger ist, ja, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, so Liebe auf den ersten Blick zu erleben, als wenn man älter ist, okay? Weil man dann einfach zu viel weiß, den Kopf vielleicht mit zu viel Gedanken voll hat. Und dann sieht man jemanden und was sieht man dann? Man kennt halt Menschen. Und je mehr man Menschen kennt, desto mehr kennt man eben auch deren Schwächen und niemand ist perfekt. Ja? Deswegen finde ich einfach, sag ich und finde ich am besten, denjenigen, für den man sich dann entschieden hat, den dann auch zu behalten und seine Schwächen zu akzeptieren und auszugleichen oder wie auch immer. Und das Hin- und Hergerenne von einem zum anderen und so geht gar nicht. Das einfach macht keinen Sinn. Das führt nicht zu einem erfüllten Liebesleben, glaube ich. Also, aber jedem das seine.
So, hör zu. Aber wir machen hier, komm her. Gewiss. Blicke können magisch sein. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. Huh. I'm not sure how, why, but all was black, black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Okay. Hat der Bug gerufen? Nein. Er war zu Mirkuls Auserwähltem geworden. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Kehre came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Ihr habt also verheimlicht, wer ihr seid. I did. Who would trust the next of kin of Ketheric's form? But I have no more secrets. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Toll. Die beiden, die sind richtig gut. Richtig toll, echt. Wow. Wow. Ich schmelze jedes Mal aufs Neue dahin. Richtig tolle Geschichte. Wird man auch sein Leben lang nicht vergessen. Also, hast du Baldur's Gate 3 gespielt? Ja. Oh ja, ich habe Baldur's Gate 3 gespielt. Und das war mega. Also gehen wir jetzt zu Bett. Mal wieder, wir gehen ja gerade ständig zu Bett. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the dead three. Wow. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. The very same visitor who Vlaakith seems so eager to kill, and Voss seems so eager to free. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the dead three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. A heavy burden indeed. After all, the artifact that protects you came from your own people. What role have they to play in this plane's existence? And what role will you play? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Ha, mein Dienst gilt meiner Königin, ich werde aufsteigen. Wir haben es doch schon verkackt bei der Königin, oder nicht? Wir haben doch Vlaakith schon ihren Wunsch nicht erfüllt. Keine Ahnung. Ich werde Voss Wunsch erfüllen. Ich beschütze das Astralprisma und befreie seinen Insassen.
Ich will mich nur von diesen Parasiten befreien. Die Auserwählten haben versagt, aber ich werde die Welt beherrschen. Könnten wir auch machen. Wenn die Zeit gekommen ist, entscheide ich mich spontan. Yankee, ich werde die Welt von allem, ich werde alle von diesem Bösen befreien. Ich werde es sein, die diese Ebene von der Absoluten befreien wird. Ja, aber ich sag mal, wir entscheiden uns spontan, wenn die Zeit gekommen ist. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join my power. Oh. Attack! Help me! Ah, aber wir haben die Rüstung jetzt dann doch an. Oh, der Gale. Da kommt der kleine, ungekleidete. Zack, hierher. Ja, kommt die aus dem Portal rausgesprungen und haben gerade mal die Unterhose an. Leute. Was soll das hier werden? Jetzt ja zu. Oh, geschreit der Nick. Du kriegst jetzt richtig auf die Schnauze von mir. Ja. Leg dich mal schön dorthin. Ui. Boah, ich mag auch den Ton. Habt ihr das gehört? Das und da kommt dieser ganz, ganz tiefe, dumpfe Ton. Der ist halt voll gut, gell? Und ein Sound. Ja, nice, ja. Wie gesagt, das ist ja kein großer Angriff für uns jetzt. Kein großer Ding, wo man sich irgendwie Gedanken machen müsste oder so. So. Gone with the weave. Aha, und wir können ihm eine... Oh, wie schlecht. Aber hier, aber 45 ist halt auch echt schlecht, gell? Wollen wir einen Zauber machen? Wir haben halt immer den Klassiker hier an. Naja. Wächter. Das ist das Allerbeste. Bumm. Heb mal erledigt, mein Sohn. Die anderen. Ah, die kommen aus dem Portal. Dann gehen wir doch mal zum Portal. Ja, dann spring mal oder renn mal her. Aber er kommt nicht ganz zu uns, er schafft es nicht. Doch, und er kann Angriff machen. 2 Angriffe. Junge. Ja, ich komme quickly. Meine Liebe. Make way. So, und jetzt, mein Sohn, kriegst du den Seelenbrecher auf die Schnauze. Super. Und das ist das Astralportal. Need to stay focused. Machen wir mal Spurten. Got to press on. No gloom, all doom. Und er läuft auch mal, der muss nicht ganz vorne stehen. Rook to Queen 6. Let's see. Oh. That orb's about to explode. I speak from some experience. Okay.
Help me. I'm under attack. Ja. Wo genau müssen wir denn hin? Ah, nee, wir springen schon hier runter. Jetzt gibt's... Hurry! I can't hold them back alone. You will be cleansed. Wow. Was? Eager for battle. There is work to do. Which way to the nearest library? Oh, jetzt Zettel. Das haben wir nämlich schon mal gehabt. Dass wir da gekämpft haben. Und die anderen waren gar nicht im Kampf drin. Ist das? Kämpft die wie ein Mönch? Ist das der waffenlose Kampf? Mönch ist halt auch mega spannend, finde ich. Taking position. Ja. It's Ja. not over. Ja. Come to the skull. Ja. Lesel haut richtig rein. Lesel ist fette Angriffe macht die gute. I need you now. So, jetzt würde ich aber sagen, Carla, meine Liebe, nimm mal ein Schlückchen. Nimm mal alle, komm. Ja, so obszöne Stöhnerei, ey. Enough waiting. I crave blood. It's not over. Come to the skull. The skull. Come to the skull. Ja. Wir kommen ja zum Goal. It's not over. Come to the skull. Ja, wir kommen ja. Gale. You have my attention. Ah, okay. Immediately. Could be useful. Speichern nochmal. Hey ho. Das erinnert uns doch an den Anfang, oder? Da war es doch auch so ein abgestürztes Raumschiff. Hi, wer ist da drin? Oh. Ein Githyanki. Wir haben doch gerade Githyanki angegriffen, oder? Aber wir sind auf der Seite der Githyanki gegen diese Gehirne, oder was? Verstehe nicht ganz, auf welcher Seite wir jetzt hier kämpfen. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. What? What? I am the one that came to you in your dreams. What? Help
Es wird immer schlimmer. Beweist mir, dass ihr seid, wer ihr sagt. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asuna Night Soul from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Ach du heilige Scheiße. Help me. Wie krass. Leute, was? Wir versuchen mal die Gedanken wahrzunehmen. Nochmal speichern. Schaffen wir nicht. Leute, ich kann, oh mein Gott, das war doch die kleine Dings da. Now, help me. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Jetzt hör mal zu. Wir überlegen uns das ganz kurz sinnvoll, ja? Klar sollten wir ihm jetzt helfen. Er war das kleine Mädchen da drunter. Aber wir kämpfen immer schon gegen diese Mindflayer. Immer schon. Wir sind Githyanki. Wir wissen, dass die unser Gehirn manipulieren können, diese Leute hier, ja? Zum einen. Zum anderen, wenn wir ihn jetzt töten, wird die Larve in unserem Gehirn dann uns nicht übernehmen? Ich finde das brutal. Leute. Nein. Fool! Without me, you will perish. Müssen wir mal gucken, wie das hier ausgehen wird. Elatin Lirie. Der Imperator. Abtrünniger Elitide. Das ist ein abtrünniger Elitide. Das heißt, er ist gar nicht böse, oder? Eigentlich. Stiefel des unbefangenen Kushigo, sehr nice. Wen willst du? Githyanki. Ist das so? Schwierig. Jetzt denke ich gerade irgendwie, wir sollten eigentlich lieber... Wir sollten eigentlich lieber mit ihm kämpfen. Aber
Es ist so undurchsichtig. Sollen wir mit ihm kämpfen? Sollen wir nochmal laden und mit ihm kämpfen? Geht die in den Schatten rein? Ah, wir kriegen den gar nicht so ohne weiteres überhaupt tot. Ja, die schlagen uns halt einfach tot. Wir können gar nichts machen. Wir können absolut ganz und gar nichts machen. Krass, oder? Weg ist unterbrochen. Echt jetzt? Ready for this? Zwei, das ärgert mich jetzt schon wieder. I will ascend. I must regain control over the Githyanki prince. Onward. Ungültiges Ziel, okay. Talk to me. Was war jetzt Leuchtfeuer der Hoffnung? Was hat es gemacht? Deine Verbündeten gewinnen bei Heilung die maximale Anzahl an Trefferpunkten zurück. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Kurz warten, es lädt. Lädt doch, oder? Let's cook with fire, baby. Ah, jetzt, okay. The hammer's gonna fall. Your reluctance to help nearly cost us everything. You saw reason just in time. Don't look at me like that. I'm a mind flayer, yes.
and the one who saved you again. To owe your life to a deceitful illithid. You could never have imagined a truth so obscene. Your thoughts turn to the caged Githyanki. Is this the target Vlaakith asked you to slay? Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Leute, das ist mir irgendwie zu hoch alles. Was nimmt denn das hier für eine Wendung? Ist jetzt der Elitide da, ist der jetzt ein guter? Ja? Und jetzt nur mal so gedacht jetzt, ja? Soll das heißen, dass die Githyanki die ganze Zeit immer nur das Falsche gemacht haben? Oder? Sehe ich jetzt irgendwie was falsch? Oh, Leute. Eine Geig-Illusion. Eine Abscheulichkeit wie vermutet. Ich frage euch erneut, wer seid ihr? Und diesmal brauche ich einen Namen. Bevorzuge euch in der anderen Version. Sagen wir das. You grew attached to a mere disguise, but you judge without even knowing me. Ja. It's like I said before. I'm just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals, unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed, and they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Okay. Ja. Der Githyanki in der Sphäre, wer ist das? Nee, Fürst Gortash war einer der Auserwählten der Kolonie. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Mhm. Also erzählt ihr mir, worum es bei diesem Kampf ging? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus, Gith's son, the so-called traitor prince slain by Kithrak Voss himself millennia ago. Or so you believed. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled his mother, Gith, to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of your people. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard
within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Oh. Leute. Das hier machen wir in der nächsten Folge. Also ich muss echt kurz drüber nachdenken, was wir jetzt hier antworten sollen. Das ist heftig, Leute. Das ist richtig, alles richtig heftig. Ich hoffe, ihr habt ein viel Vergnügen und ein minimaler Cliffhanger. Schaltet morgen wieder ein. 20 Uhr, ihr wisst Bescheid. Bald. Ciao.